Tauche ich jetzt auf der richtigen Seite auf? Ja, wunderbar. Meine lieben Damen und Herren des Umeinanderschiebens und gleichzeitig eines wunderbaren Spiels, auch wenn ich es nicht ganz so oft spiele, weil ich das Spiel sehr stark overused habe und irgendwann mal auch mal die Story weiterführen muss. Auch wenn ich schon an einer anderen Star Rail denke, möchte ich euch dennoch herzlich willkommen heißen zu meinen Stream zu Genshin Impact. Und zwar geht es hier besser gesagt um das derzeitig laufende Event. Ich habe mitbekommen, dass es noch ein neues mit vermisste Schätze gibt. Wer Informationen dazu hat und wie viel schon da ist oder so, würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn man das schon komplett lösen kann, wäre das sehr hilfreich, die Info zu haben. Ja. Und im Übrigen, ursprünglich war eigentlich die Woche ein Streamplan geplant. Ihr kriegt nur dieses Mal halt keinen, weil ich mich dazu entschiede, jetzt so, irgendwie das Beste da noch irgendwie draus zu machen. Jedenfalls, wenn alles gut läuft, kriegt ihr neben dem Event auch noch Probespiel, wo wir gleichzeitig versuchen werden, vielleicht noch eine Ziehung bei Kamisato Ayaka noch zu machen. Und dann würde mich noch dieses Item hier interessieren. Schau hinaus, der Lauf der Zeit schaut hernieder das Treiben der Welt. Würde ich auch gerne eine kleine Info kriegen, wenn mir jemand die Info dazu geben kann. Ja, jedenfalls geht es um dieses Event. Rosen und Musketen, da bin ich sehr gespannt. Der Dampfvogel, also die Zeitung bereitete das in der letzten Zeit hellaufregende, unter den Menschen Fontaines herrschend herrscht. Regen unter den auf Paimons Vorschlag hin habt ihr euch also zu den Festspielen begeben. Hier öffnet eine unerwartete Begegnung mit einem alten Bekannten den Vorhang für ein paar erstaunliche Ereignisse. Gleichzeitig hier die Bedingungen natürlich, mindestens die Level 20 Lied von Drach und Ding abgeschlossen haben, um am besten das Ganze zu haben. Maskerade der Velair sowie den Legendenauftrag per Maxi Urso Bar 2 und Animula Korea Akt 1 abschließen. Ich weiß nicht mal, ob wir die überhaupt abgeschlossen haben. Ich weiß das erst auf jeden Fall. Regen, Rosen der Musketenteil, es sind 4 Themen aufgeteilt. Zu einem auf 1000 Schritte ins Schwarze. Triff mit Hilfe der Simulation mit der Muskete, um deine Feinde zu besiegen und die Schussherausforderung abzuschließen. Okay, das ist ein Minispiel. Anscheinend werden hier die Minispiele vorgestellt, neben der Story. Aufzeichnung der Phantomlicht und verzauberte Tricks. Triff im Studio mit Hilfe der Lichteffekte gegen deine Feinde an, besiege sie und beende die Dreharbeiten mit starken Posen. Okay, das hört sich an, als würden wir mehr in einen Movie geraten, was mir aber irgendwie vom Charme her, wie Fontaine als Stadt der Künstler und Wissenschaften dargestellt wird, halt schon irgendwie cool. Auch wenn natürlich D-Way auch ein bisschen was mit der Kunst hat und eher mehr Richtung Architektur und Landesgeschichte geht. So, Nummer 3, Renne extrem. Ein nervenbefreiendes Testspiel, in dem du auf verschiedenste Testgelände gehst und deine Feinde antrittst, um die höchste Punktzahl zu erhalten. Und gleichzeitig Thema 4, Eintauchen in den Rahmen. Mithilfe einer einzigartigen Filmschnittprüfung, indem du das Material aus verschiedensten Blickwinkeln annimmst und es bearbeitest, um damit einen Film zu schaffen. Mann, ich muss unbedingt mal wieder für euch Arbeiten machen, um selber euch wieder grandiose Videos zumindest zu präsentieren. Ich meine, Filme bezeichnet ja nur
Steuerung F das Ganze. Ich würde aber Videos nicht als Filme bezeichnen, auch wenn sie natürlich aufwendig sein können wie ein Film. Da würde ich eher Julian Bams Sachen mehr als das einordnen. Durch die Teilnahme der Festaktion von Rosen und Muskeln kannst du außerdem filmisches Vergnügen sammeln, damit verschiedenste Belohnungen freischalten. Hiermit blende ich mich im Übrigen aus, weil wir hiermit offiziell die Aktion des Events jetzt auch starten werden. In der Hoffnung, es heute noch durchzukriegen. Nicht, weil ich keinen Bock hätte auf Genshin. Irgendwann mal kommt mal die ganze Aufarbeitung der Inazuma. Bloß, ich möchte gerne noch die Zeit nutzen, während Tamacha weg ist, um noch andere Agenda-Projekte voranzutreiben. Danach wird Großfokus Genshin kommen. Nein. Jedenfalls möchte ich mich darum kümmern. Musketenschuss durchbricht die Stille, heißt es. Okay. Geht zum Platz von Hofe von Fontaine. Anschließliche Fontaines. Fontaine strömen die Kinder mit Körben auf die Straße und bitten um Süßigkeiten. Misch dich doch mal ein wenig unter die Leute und du triffst ungewöhnlich auf ein paar bekannte Gesichter. Okay. Anscheinend kriegt man dadurch auch ein Rezept. Ja, das nehme ich gerne mit. Irgendwas mit einer Komödie ist hier noch. Spiel der Reichen. Ja, stimmt, das gab's mal. Dann irgendwas mit Wasserzeichen ist hier unten noch. Aber ja, wir kümmern uns natürlich um die Geschichte der Musketen. Und wie gesagt, irgendwann wäre ja auch mal wichtig, die Hauptstory ganz normal voranzubringen. So, dann will ich nur noch das Team wieder ändern. Schließlich ist der Hauptcharakter der Fokus bei dem Ganzen immer. Ja. Ich wünschte mir, ich hätte dich etwas weiter voran. Dann könnte ich dich zumindest mitnehmen. Aber leider noch nicht, genauso wie die anderen Charaktere. Ich muss mich irgendwann mal wieder etwas intensiver um Genshin kümmern. Aber ich glaube, die Truppe würde ich so nehmen, nur ich nehme dich noch. Reagan, du bist hier bei meiner Aufstellung dabei. Und nach Fontaine. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir gleich zum Teleporter. Und damit beginnt das Event. Yay! Okay, und wir sind noch etwas... LOL. Das ist genau hinter uns. Okay. Seriously? But, Mr. Morris, I don't understand, sir. How can you only be telling me this now? Trim-Produzent, okay. I'm afraid that there's nothing really I can do. I'm really facing a crisis. My hands are tied. Mhm. But what about my film? Well, I'm afraid you'll have to come up with something on your own. Take it from me. Sometimes you just have to let things go. Same goes for this film festival. Mhm. Oh. Wir gehen zu dir, glaube ich. Hey, isn't that Xavier? So he's back in Fontaine now. Ich kann mich nur gerade nicht mehr an den Namen gerade dran erinnern.
So wie, ey, irgendwie sagt es mir was. Aber ich könnte mich auch ganz täuschen. Mal gucken, ob es mir wieder einfällt. Mal gucken. Und hey, Undertaker, willkommen im Stream. Genieß den Stream. Hab viel Spaß. Wenn du mir irgendwelche Informationen oder so hast, würde ich mich freuen. Und wenn wir auch mal wieder dazu kommen zu reden oder mal was zu machen, würde ich mich freuen. Hi. Oh, why, if it isn't the dear traveler and Paimon. I really didn't expect to bump into you here at this time. Lang nicht gesehen. Well, I was doing just fine until I received some terrible news just now. The investor I was working with for my upcoming film has fallen upon some hard times and is no longer able to provide the promised amount of funds. Ah, das ist unschön. Can't you just find a different investor? Mhm. Unfortunately, that's not how it works. We had signed an agreement specific to the Fontanalia Film Festival, stipulating that I cannot work with any other investors until the festival is finished. Oh, so ein Filmfestival kann ich mir so schön vorstellen. Auf sowas hätte ich echt Bock. Mann, sowas wäre echt cool. The Fontanalia Film Festival? What's that? Mhm. Oh, is this your first time participating in Fontaine's Fontanalia Film Festival? Then allow me to fill you in. The Fontanalia Festival was established to commemorate the legendary Loch Knights, who went on a quest to search for the Oceanids, and eventually welcomed the Hydro-Arconageria. The holiday is deeply connected to the founding of Fontaine, as well as its unique laws and trials. It's one of the most important festivals for this nation. But what's with that weird expression on your face? It's like you're trying really hard to remember something. I was just trying to recall the exact description from the books, in order to avoid any unnecessary arguments over semantics. I usually try to recite things straight from the source. Well, either way, Paimon thinks she gets it now. It's just like the Windbloom Festival in Mondstadt and the Lantern Rite in Lille. Moment, wir hatten kein Fest in Inazuma. Was ist da los? Aber ja. Yes, those are festivals of a similar variety. Who doesn't like a good festival? And just like those of other nations, Fontaine will hold a plethora of events around this time each year. To commemorate the Loch Knights, people will imitate them by putting on special costumes, raising golden cups, and going door to door asking for pure water. Okay. But a few years ago, Lady Farina started to find the whole idea a little drab, and so decided to change the part about pure water to sweets. That really doesn't surprise Paimon at all. The whole thing seems more akin to a carnival now, and it's quite popular among the kids. Every year you can hear a bunch of them saying, "Trial or treat." Ja, das ist also es ist eine irgendwie Halloween, aber nur auf Genshin-Art, wenn ich das richtig verstehe. Oh, that sounds pretty fun. But how does that connect back to the film festival you mentioned? Ah, yes, it appears I've strayed off topic. I just got too excited after seeing you. Let me get back to the point. Wieso sehe ich da hinten einen Charakter, der jetzt schon relevant ist? The Fontanalia Film Festival is an event proposed by the Fontaine Film Association this year. Now that film technology has matured as a medium, it's the perfect time to introduce more people to the art form.
During this time, people may submit films to be evaluated, and the entry with the highest score will be given the Farina Award by the association. Hört sich nicht schlecht an. The what award? Was für ein Preis. The Farina Award. You know, after the Hydro Archon. They coined it while Lady Farina was still in power, but even though things have changed, no one has made any motion to update the name. Perhaps everyone still thinks of it as a pretty appropriate name. Even though she isn't the Hydro Archon any longer, Lady Farina is still Fontaine's superstar. Anyone with eyes can see the way she shines on the stage. Moment, sie ist doch kein Archon? Also sehe ich es richtig, dass sie doch kein Hydra... Wenn sie kein Archon ist? Lese ich da gerade richtig an der Theke? Sie ist doch nicht der Archon? Und wie geht's dir eigentlich, Undertaker? Genieß den Stream und hab viel Spaß. Ich hoffe, dir geht's soweit gut und wenn du irgendwas zu sagen hast, sag's ruhig, okay? Alright. Guess the name does work pretty well when you put it that way. Mhm. Oh, but who would have guessed there'd be an issue with the funding? How will I ever explain this to Miss Chiori? Not to say all the other actors who traveled all the way here from Inazuma. Chiori? Sounds familiar. Where have we heard that name before? Ihr gehört die Einkleidung am Hof von Fontaine. Das blöde Shiria Bulique. Ich nehme das andere. Yes, that's her. I asked her to oversee the event's art direction, including the design of the actors' costumes and appearances. Ah, okay. Oh, Paimon remembers now. Navia said that her clothes were designed by Chiori, and Kirara's outfit too. How to describe her? Well, she tends to be pretty direct and can be very forceful when it comes to dealing with people. The fashion world in Fontaine has dubbed her the Thundering Seamstress. Das ist mein Titel. Her remarkable designs have led many Fontainians to become very interested in Inazuma. Okay. Anyway, Chiori is acquainted with all the actors I've invited from Inazuma. Without her help, I don't think I would have been able to get such an international cast for the film. She really is a kind soul. Mhm. Who are the actors from Inazuma? Do we know them? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß wer. Why don't the two of you accompany me to the Aquabus station to welcome them? Ja, warum nicht? Let's do this. Judging from the time, the Aquabus should be arriving shortly. Chiori will be waiting to meet me there as well. Mhm. Cool. Oh, ist das geil! Oh! Das ist cool! Nimmt mir jetzt nicht böse, aber das ist die geilste Aufmachung, die ich je gesehen habe gerade. So ein typischer Streifen. Oh! Warum wird Fontaine mehr und mehr zum Lieblingsort von mir? Ich würde gerne bei den Aufträgen bleiben. Einfach den Aquabus. Er lädt seine ganz besondere Ansicht zu dem Film zu haben. Ich will eigentlich eher zu den Auftrag. Oh, das wird sogar wie Kinothek ist dargestellt. Mann! Seid nicht so viel Spiel.
Die Idee ist zu gut. Wie wird die Waffe eigentlich dargestellt? Richtig edel. Festivalaufträge. Okay. Was? Wie viel Akte? Ich hoffe, ich verguck mich. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kriegen wir die ganzen Benachrichtigungen. Wie sehr muss das Spiel übertreiben? Ja. Kann ich mich eigentlich schneller hin teleportieren? Nicht ganz. Höchstens mit einer kleinen minimalen Abkürzung. Allerhöchstens. Hier ist der Bahnhof. Gehen wir vom Hauptbahnhof aus? Ja, steht auch da. Okay. Das ist so schön. Feel free to check the Aquabus map and schedule for details. Dad, where are all the water? Ich bin echt zu tief. Okay. Ah, ja. Ich lese es gerade. Ich hab's gerade gelesen. Ups. Wer bist du? Miss Chiori? Hallöchen. Your talk with the investor sure went fast. The Aquabus hasn't even arrived yet. Hi. Oh? And who are they? Hallöchen. Allow me to introduce you. This is the Traveler and Paimon. Freut mich. Pleased to meet you. Oh, ich liebe ihr Gewand. Likewise, we've heard the owner of Chioriya Boutique is a skilled seamstress, so it's a real pleasure to finally meet you in person. Das Kleid von Livia ist wirklich... ein Kleidungsstil ist originell. Thank you. I just wanted to make sure she wouldn't always look like a cat that had been Shit. unceremoniously dropped in a bucket of paint. Muss jetzt der Controller wieder ausgehen? Bitte nicht. So tell me, what happened? I can tell the conversation didn't go quite as expected.
Hm. Ah, well, it's like this. Jetzt erklärt das. Ugh. Hm. I know, Chiori, you don't have to say it. You did remind me that this investor was a little bit sketchy. Okay. Yes, there's no doubt about that. Mhm. But how could I pass it up? He offered me twice as much as the others. Okay. And therein lies the problem. Mhm. Yes, but just put yourself in my shoes. After obtaining such an excellent script, it's only natural that I would want to make the most of the film. Mhm. The budgets that the others had proposed were nowhere near enough. It's difficult to find someone willing to front such a large amount of mora, so... Mhm. Don't be sad, Xavier. We might be able to help scrounge up some more together for you. Ja, das stimmt. Oh, thank you, Paimon. That means a lot to me. But the cost of the film is staggering. I'm afraid that any mora we can scrounge together in a short amount of time won't even be able to cover the actors' fees. Okay. We need to move on. What's happened has already happened, and there's no changing it. But now's not the time to give up. Ja, das stimme ich ihr voll und ganz zu. Jetzt aufzugeben wäre der schlechteste Zeitpunkt. Ihr schafft das auch so. What? You're saying that you have a plan? Bestimmt. No, that's not what I mean. I'm simply saying I wouldn't give up just yet. Oder so. Das würde mir auch als Argument schon reichen. The actors I recommended aren't just after Mora after all. Mhm. Okay, jetzt kommt ein Loading. Bin ich jetzt erstmal gespannt, was auf mich wartet. Ah, schön die beiden zu sehen. Sie ist auch dabei. Really? Then where do you live? Ah, Yumia. Limousines live in Mercy Village. The only way to enter is from underwater. Whoa, you must be pretty tired after work every day, right? I mean, you have to swim all that way just to go home. Schön die ganzen wieder zu sehen. Auch. You're so thoughtful. But some Melusines choose to live in the court of Fontaine because it's so much more convenient. This is our stop. Oh, we've arrived, but I haven't even finished chatting with Abel yet. I also enjoyed Abel's introductions to Fontaine along the way. Everything you described was so clear and detailed that we can't help but want to hear more. Thank you so much. I'm usually working here on this aqua bus, so I hope I'll have the chance to see you again. There are still many more places I'd like to introduce to you. Welcome to the court of Fontaine. Ebenso willkommen. Chiori, you sure have changed a lot. This is the first time we've seen you since you left Inazuma. I haven't realized it's been so long. I was in such a rush when I left that I didn't even get to say goodbye. Okay. Thank you for extending the invitation, Mr. Xavier. I'm looking forward to a fruitful trip here in Fontaine. Hallöchen. It's an honor to have the head of the Kamisato clan visit us. So they're who you meant when you said you had actors coming from Inazuma? Ja, wie es aussieht. Oh, it's the Traveler and Paimon. Ja, genau.
Wow, what a coincidence! Ayaka and I were just talking about you on the way here. Are you also here for the film? So eine Art. We just ran into Xavier earlier and came over with him. Mhm. But I'm not an actress. Sir Kamisato and Lady Ayaka are the real actors here. I'm just tagging along with Ayaka to have a good time together. Ich hatte geglaubt, immer die Hauptrolle zu bekommen. Ah. About that, I mean, how was I supposed to contact you when I was making preparations for the film? I figured you were probably busy and I didn't want to disturb you. Das wäre bestimmt kein Problem. So I could only keep you in the back of my mind while I sought other actors to play the lead roles in the film. I had been thinking about a surprise reunion with you during our trip here, but you still managed to surprise me first. Mhm. Oh, so you all know each other already. My, what a coincidence. What are the chances everyone could be brought together here like this? Ja, Mihoyo. Mehr sag ich nicht. Why don't we go to Hotel de Boer and catch up over a meal? I've already made a reservation. Mm. Huh? Did you reserve 2 spots for us too? Yes, of course, of course. I'll be sure to tell the boss to serve a few more delicious dishes just to make sure there'll be enough food. Mhm. Very well. Then please, kindly lead the way, Mr. Xavier. Mhm. Ich mag diese Geschwister, auch wenn ich sie mich freue, erstmal noch richtig von der Story kennenzulernen. Ach, Mann, ich liebe einfach die Inazuma-Charaktere. Die sind, na gut, 90% sind sympathisch. Wow, the buildings in Fontaine are so tall. Just look at how big they are. Hmm. And there's the fountain that Abel mentioned earlier. It really is a magnificent sight. Hmm. And look at that huge spinning sphere. Where does it get its power? Wait a sec. Could it be one of those clockwork mecha we've heard so much about? Das könnte gut sein. Okay. Wir dürfen zum Hotel. Gehen zweite Ebene des Hotels. Ich muss erstmal finden, wo das Hotel ist. Und Undertaker, wie gesagt, immer noch vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Weiterhin. Da bin ich sehr dankbar, mein Freund. Und im Übrigen noch ein frohes neues Jahr. Sorry, dass ich leider dir das nicht früher mal gesagt habe. It should be fine. I'm sure it'll get resolved. I've never seen anything like it. I simply could not believe Ist hier das Hotel? Ah, da haben wir es auch schon. Just rely on the ocean's self-cleaning ability. Betreten. Ach, Mann. Fontaine ist...
Also, von den Quests her, ich kann mich nicht beschweren. Absolut nicht. Fontaine hat zu gute Quests. So this is what food from Fontaine is like. It sure is different from what we have in Inazuma. How should I describe it? It seems like you have to go through a lot more steps to make them. And the flavor has many layers too. Kann ich mir vorstellen, Yumia. Ah, yes. When I first went to Inazuma, I actually thought the food there tasted a little too bland. It took some time for me to get used to it. Okay. Let's get back to the purpose of this trip for a moment, shall we? How have preparations for the film been coming along, Mr. Xavier? Well, I've already assembled most of the film crew. A lighting specialist, a prop manager, and a costume designer. I've also bought the copyrights from the novel's author. Okay. Oh, it's called The Two Musketeers, right? I read the script you sent me on the way here. The story is pretty good. Die zwei Musketiere. Fehlt nicht ein drittes? Entschuldigung. Aber das ruft eindeutig, dass das in Frankreich spielt. Originally, I was planning to start filming as soon as Sir Kamisato and Lady Ayaka arrived in Fontaine, but I'm afraid I've run into a bit of a problem. Okay. Oh? What is it? It has to do with the film's investor, Mr. Morris. He suddenly informed me this morning that he's encountered some financial trouble and will be unable to release to me the amount of funding agreed upon. Ja, okay, das ist unschön. It's said that Fontaine's legal system is well developed. If he has violated the contract, then can't you simply take him to court over the matter? Ja, eigentlich, je nachdem schon, ja. Well, I'm still more concerned about filming. Even if I were to take him to court, I'm afraid it would take months before the case could even be heard. Then, is there a way we could raise funds ourselves to solve the problem? I've considered that option too, but unfortunately, it's difficult to gather such a large amount of mora on such short notice. Besides, we have to consider the film festival's submission deadline. Verstehe, unterlegt den kleinen Claire, genießt den Stream und habt viel Spaß. Mr. Xavier, if Ayaka and I were willing to perform for free, would that resolve the problem you are currently facing? Oh, das ist aber lieb. What? No, out of the question. To have you come all this way just to act for free? Oh, no, that won't do. Okay. There's no need to worry, Mr. Xavier. My brother and I had actually intended to work for free after receiving your invitation. Inazuma has only recently reopened its borders, and needs to strengthen its relations and cultural ties with other nations. We didn't have many collaboration projects with Fontaine in the past, so we hoped this trip would serve as a good start for the future. Okay, das hört sich doch lieb an. Indeed. You could say that's the real reason why the Yashiro Commission agreed to come to Fontaine. I understand, but having you two act for free just doesn't seem right. Ja, kann ich mir vorstellen. Oh. Not at all. While we're officially here to conduct a cultural survey of sorts, we must express our sincerity if we want to establish formal cultural ties with your nation.
This film will serve as proof of friendly cooperation and cultural exchange between Inazuma and Fontaine. It's my hope that the film can be finished and released as smoothly as possible. Ich habe immer noch Bock drauf. Also, das Event hört sich momentan so spaßig an, jetzt schon. Und die Story auch bisher gut. Macht denn einen Filmmodus. Lasst uns Filme erstellen. Let's do this. If you still don't feel comfortable with this arrangement, I would also be more than happy to be introduced to some other renowned individuals in Fontaine's literary and artistic circles. Mhm. All right. I'll do as you say. Thank you. Thank you so much. I'll make sure to cobble together enough Mora now, even if it means selling my house, my camera, and every single family heirloom. Okay. Come on now, no need to go that far. I'll also help you out as a brand sponsor. Hi, verrückter Fisch, willkommen im Stream. Wir werden dir auch zur Seite stehen. Als freundschaftlicher Sponsor. Wir werden dir auch zur Seite stehen. Me too. Even though I didn't bring much more to spend on this trip, it's still better than nothing. Mhm. You are too kind, all of you. I really don't know how to... Oh, es ist doch schön. Eine Filmcrew, die aus Leidenschaft das machen möchte. Let's do this. Hi Mario, willkommen im Stream. Ew. Alright, enough about that. Now that we have Xavier's savings, my support, and 2 leads who are willing to act for free, I think we will be able to make this happen. Mhm. So, instead of Mora, you'll help with filming and production. Mhm. Oh, but how can we help with that? We don't know much about making a film. Wenn du meldest dich seit Ewigkeiten jetzt nicht und jetzt kommst du auf einmal damit an? Gib mir den kräftigen Grund, die Weltenstufe zu erhöhen. Verrückter Fisch. Alright, pull yourself together, Xavier. Tell us if there are still any open positions left among the crew. All right. Let me think. We still need a camera operator, a clapper loader, and someone to manage logistics. Mhm. I originally wanted to personally serve as director, but I've been too busy working as the producer. So the positions of director and director's assistant will also need to be filled. Mhm. Ich werde es mal versuchen, aber ich will auch andere Sachen voranbringen, sorry. Und wollt ihr nicht auch mal irgendwann mal auch Sachen wie Honkai Starwell und so weiter bei mir sehen? Als Frage. Oder Tower of Fantasy, wo ich mal Bock hätte? Nur als Frage. Ich werde es aber mal versuchen. Gib mir zumindest einen Monat, dann kümmere ich mich intensiv darum, bitte. Paimon knows what the director and the logistics support person do, but what's a clapper loader? Mhm. The clapper loader is responsible for using the clapperboard to record and organize the information of each shot. When the camera operator begins shooting, the work requires both patience and careful attention to detail. Ja.
Aber andere Projekte sind halt auch wichtig, die dürfen halt auch nicht liegen bleiben. Aber ich verstehe ja schon, aber irgendwann mal habt ihr dann auch keine Lust mehr dann auf Genshin, wenn ich alles nur auf Druck durchballer. Aber ich verstehe schon, was ihr meint. Ich werde mein Bestes geben. A clapperboard? Oh, you mean the thing they hold that goes clap whenever they start filming? Mhm. Yes, that's right. Are you interested in that job? Für Balmer perfekt. For sure! Paimon's always wanted to try that. Mhm. Alright, then you'll be our clapper loader. I can find someone from the store to help with logistics. What do you think, Xavier? Okay. Oh, fine by me. As for our camera operator, I was thinking of letting the Traveler take the role. Danke. Oh, she's great when it comes to using a camera. Paimon can't even count how many things we've taken photos of during our journey. Ja, sehr viele. Du weißt nicht, wie viele Screenshots ich habe, Paimon. Yes, that's also what I was thinking. I noticed the Traveler had an eye for photography and composition when we worked together previously. Mhm. I'm sure that's due to the traveler's journey across Teyvat and all the places they've seen. After so many adventures, using a camera must be second nature by now. Mhm. Danke. What do you say, Traveler? Are you interested in the job? Ja, auf diesen Satz habe ich gewartet. Licht. Licht, Kamera, Action. Thank you. It really means a lot to me. Come on, friend. Let me give you a big warm hug. Wir sollten uns lieber erst an die Arbeit machen. So, all that's left for us to find is a director and an assistant. Mhm. Oh, me. I want to be the director's assistant. All we need to do is help the director, right? I can handle that. Okay. All right, then all we need is a director. Oh, all the well-known directors in Fontaine are probably also busy working on their own films these days. I'm not sure who will have time to help. Gute Frage. Oh, Farina helped out a theater troupe recently by serving as an artistic consultant. She could be a good director, right? Besides, it's not like she has anything else to do right now. Okay. Farina? Ah, das könnte witzig werden. Do you really think Lady Farina would be willing to help us with our humble project? Vielleicht. Isn't that the name of Fontaine's Hydro Archon? My brother has already informed me about what happened here in Fontaine. Okay, ich würde so gern wissen. Yep, that's her. She helped out a theater troupe not too long ago, and now she's taking up work as a director. Mhm. Well, Nun also. I saw that musical. Her performance was perfect, and the storyboards were also excellent. Mhm. Don't let her former identity intimidate you. She's the best candidate we can think of right now. You'll never know until you give her a shot. Mhm. fine. You're right, Shiori. I'll do anything for the sake of my film. Anything! Ja, gute Then Idee. I'll have to ask the Traveler and Paimon to show me the way to Lady Farina's residence. I just hope she'll agree to help. Das kriegen wir bestimmt hin. Do you need us to also come along? Warum nicht? No, there's no need to trouble you with this. Besides, you've just arrived in Fontaine, and I'm sure there are many places you would like to visit. Das denke ich mir auch. Just leave this task to me. It's part of my duties as the producer. Das heißt, wir dürfen gehen.
Very well. Then we'll be waiting to hear the good news. Mhm. I'll go with you. By the way, you might want to consider bringing a gift. Ja, true. Bestimmt. Das wäre wahrscheinlich nicht ganz so gut. And don't worry, we won't simply drop you off at Farina's place. We know Farina pretty well by now, so having some familiar faces there should help your chances. Besides, the whole thing was our idea in the first place. Mhm. All right, then I'll start making preparations. As for the gift... Ein Buch, eine neue Schleife, ein neues Outfit. A gift for someone who was once seen as the Hydra Oricon. I wonder what she would like. Was zu essen? I recall that Lady Farina once fancied a clockwork ring, so perhaps I should get another exquisite clockwork contraption for her. Mhm. Huh? Can't we just bring some desserts, like the Fontanalia mousse? Ja, warum nicht? But wouldn't that be a little too cheap? She does like desserts, though. Mhm. Isn't the Fontanalia festival happening right now? I heard Avo tell us on the Aquabus that Farina introduced the tradition of going door to door and asking for sweets. Ja, stimmt eigentlich. To do something like that, she must have a real sweet tooth. Mhm. I agree with Yoimiya. If the gift is too fancy, it might actually make her feel more uncomfortable. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Alright then, let's go buy some Fontanalia mousse. Mhm. But will that really be enough? We'll be asking her to do a lot of work, you know. Mhm. You're right. We need to further sweeten the deal. Ja, das glaube ich. Huh? You want something even sweeter than Fontanalia mousse? Yes, we'll need a gift that's sweeter than any dessert in the world. Okay, dann nur, wenn wir es selbst machen. But what could that be? Mhm. Your words of praise. Okay. Das Rezept haben wir erhalten. Geht zu der Residenz, okay. Aber erstmal Hallöchen. Herzlich willkommen. Was für einen schönen Tag. Wie kann ich helfen? Okay. Ich dachte, man kann... Hallo. Willkommen, das ist das Hotel Debore. Eine Bühne für feines Essen und anspruchsvolle Kunst. Mögt ihr hier sowohl das Essen als auch die exquisite künstlerische Darbietung genießen? Über die Auftritte? Wenn ihr eine Empfehlung aussprechen dürft, dann wäre es natürlich Zauberschauen. Das größte Zauberkünstlerin Linetti und seine Assistentin Linette. Ihre Zauberei ist vor überragender Schönheit und steckt oftmals voller überraschenden Ideen. Derzeit ihre Auftritte sind ebenso unberechenbar wie ihre Zauberei. Jeder Gast kann sich glücklich schätzen, wenn er die Chance hat, ihnen zu begegnen. Okay. Ach, da drüben kann man was kaufen. Okay. Dann rede ich mal... er ist auch hier. Okay, dann rede ich mal mit euch. You go ahead. No need to worry about us. Mhm. Oh, I hope Farina will like the gifts we prepared. Oh, and if you still think we should get something else for her, just let me know. I should be able to make some fireworks.
Okay. Wiederholt ihr eigentlich die Sätze? You go ahead. No need to. Oh, I hope Farina will like. Okay, ihr wiederholt's. Hallöchen, Kamisato, Eato. Looking forward to the good news. Okay. Verehrte Gäste, brauchen Sie etwas Bestimmtes? Speisekarte sehen. Hier, bitte sehr. Ich glaube, wir können... Ich kaufe hier mal kurz Rezepte ein. Fanta. Ja, Fanta. Als ob ich die das Höchstmaximum erreicht habe. Aber okay, dann würde ich sagen, lohnt es sich, mir hier eine Menge Rezepte erstmal mitzunehmen. Ente Confit. Cremesuppe. Nehmen wir mal alles mit. Suppe. Trepis du Port. Tomate Belia. Nachbonise. Conservé. Cassoulet. Regenbogen Macrons. Ja, dann nehmen wir einfach noch die Fanta mal. Einfach mal alles soweit mit. Ilette Fontaine, ja, warum nicht? Knoblauchbaguette. Sehr lecker, schmeckt auch sehr gut. Pilzcremesuppe, da bin ich nicht der Fan. Forêt Grasse de la Fontaine. Nehme ich auch mal 200. Zutaten technisch. Ja, dann nehme ich das mit, was bei uns hier am schlechtesten aussieht. Wenn wir Krebsorgane hier kriegen, könnte das nützlich sein. Und dich. Da ich ein paar Rezepte geskippt habe, war hier Fisch Espic, Bonino Rose Pommes, Forêt Grasse de Fontaine. Oh, Lasagne, lecker. Hybride Suppe. Okay, den Rest haben wir. Dann gehen wir erstmal weiter. Aber okay, verrückter Fisch. Ich werde mal versuchen, die Story auch voranzutreiben. Und vor allem um Undertale mal was Gutes zu tun. Aber gewährt mir zumindest noch ein bisschen eine kleine Entspannungsruhe von dem Monat. Ich werde mich zwar auch um Genshin kümmern, aber ich möchte halt auch noch ein bisschen eigenständig noch ein paar Sachen vorantreiben. Wenn ihr mir diesen Gefallen tun könnt. Wo ist die Residenz überhaupt? Echt? Dort? Das sieht wieder aus wie das Hotel. Geht zu Farinas Residenz. Als ob sie hier ist. Vor allem, dass sie hier einfach ist. Ich hätte jeden Ort der Welt erwartet als das. Aber okay. Okay,
I'll go knock on the door. Mhm. Seriously, who's knocking before afternoon tea? Who are you? Und hat sie was im Auge? Fällt mir das jetzt auf. Hallöchen, Furina. Furina, endloser Solotanz. Furina, die einst als Hydroarchon über den Opernhaus thronte und auf allen unter ihren herabblickte, hat um die Bühne verlassen und die Welt der Sterblichen betreten. Sowohl sie nicht mehr die Rolle der Göttin spielt, wird sie noch immer von vielen in Fontaine als eben jene verehrt. Die Leidenschaft und die Esprit lassen sich nun mal auch nicht über Nacht ablegen. Esprit, ja, das stimmt. Mit übersprudelnden Emotionen und mitreißenden Geschichten müssen die Aufführungen weitergehen. Nun muss Furina von heute an endlich nicht mehr von oben aus alle überblicken. Und nun, wenn ihr Leben als Göttin vorbei sein mag, so hat doch ihr Leben als Mensch wohl möglich gerade erst begonnen. Okay. Und Hallöchen Klaus, frohes neues Jahr, danke, dass du dabei bist, genieß den Stream und hab viel Spaß, danke, dass du mich unterstützt. Lady Farina, please allow me to introduce myself. I am Xavier, a film director. Mhm. Hello. Oh, is that the traveler in Paimon I see behind you? And who's this? Ich will jetzt nicht schon wieder diese Benachrichtigung. Muss das direkt... Oh. Dieses Mal passe ich besser auf, einfach vom Timing her. I'm Chiori. Mhm. The one from Chioria Boutique. Hello, hello. So, what are you all doing here? Do you need something? So in der Art. Did you just get up, Farina? It's already past noon, you know. Sei lieb, du weißt doch, würde ich sagen. Huh? Oh, Paimon means the weather is so nice in the afternoon and the sun is so warm. Just like how you make us feel. Sleeping in late is a really smart idea. Wie Paimon so schnell. Mhm. No. I was just up late last night reading some novels. What does sleeping in have to do with the weather? I guess es. This is a small gift we've prepared for you, Lady Farina. We hope you like it. Mhm. No need to be so formal. I'm just a regular person like everyone else now. Oh, is this Fontinalia mousse? It's one of my favorites. Oh, allein die glänzenden Augen. Süß. That's great. So actually, there's something we need your help with. Mhm. Mhm. Given your renowned passion and understanding of drama, I would like to ask that you serve as the director of our film crew. Mhm. Oh, but didn't you just say that you're a director? Ja.
Yes, but for this particular project, I'm mainly working as a producer. Besides, I'm sure that your understanding of the performing arts far surpasses my own, Lady Farina. Da bin ich mir auch sicher. Are the Traveler and Paimon also part of the film crew? Ja. Yep, we sure are. Paimon's the clapper loader and she's the camera operator. Camera operator. That can be a pretty technical job, and it directly affects the final quality of the film. Are you really up to it? Ich kann es dir zeigen, wenn du willst. No, I'm not questioning your abilities. It's just that I've never really seen you use a camera before. Maybe you can come up with a test for the Traveler and see for yourself. If she can satisfy you with her camera skills, then you'd have nothing to worry about and can join the team. What do you say? Warum nicht? You sure are getting better at rolling with the situation, Paimon. Oh, I do wish to see how skilled the Traveler really is with a camera. Okay. Alright, how about this? We'll work with what we have. I'll give you some scenarios and see if your work is up to my standards. Ganz wie du wünschst, Regisseurin Farina. Very good. It's essential for the camera operator to understand the director's vision. I'll make my decision after seeing your work. Are you ready? I have high standards, you know. Ich bin bereit. Okay, grab the camera and I'll give you a scenario. Okay. Filmthema der Regisseurin Farina. Erstelle die Inhaberin der Beaumont-Werkstatt war schon immer stolz auf ihre Schmiedemaschine, die nicht zu Kapazitätskraft und Temperatur reagiert, sondern auch keine Mühe der Schmiede erfordert. Wir drehen einen Werbefilm. Okay, gleich noch einen Werbefilm drehen, okay? Für ihre Werkstatt. Vergiss nicht, die Überlegenheit der Schmiedemaschine hervorzuheben. Okay. Ja. Wow. Okay. Ab ins Minispiel. Wenn. Mihoyo, ich sehe hier schon Potenzial. Bringt es als Standardmodus, bitte. Danke. Darauf würde ich mich zumindest freuen. Glaubt mir. Ihr würdet mich dann nur noch solche Filmchen machen sehen und ihr würdet dadurch wieder Videos kriegen. Während der Filmdreh musst du mehrere Aufnahmen und den Anforderungen des Regisseurs machen und sie zu einem Film zusammenstellen. Die Kamerapositionierung, der bei der Kameraaufnahme entscheidend ist eine geeignete Position gewählt werden. Ja, das stimmt. Man muss meistens die Beleuchtung aufpassen, Windsituationen, gleichzeitig auch noch, wie die Umgebung ist, dass Leute nicht versehentlich in die Kamera gleichzeitig geraten, wenn sie es auch nicht wollen. Dann auch das Ganze sehr gut hervorstechen zu lassen. Ja, das stimmt. Und noch verschiedenste andere Sachen. Deswegen sollte man zum Beispiel auch keine Unboxings drehen, wenn es zu dunkel ist. Wenn man es einigermaßen ausgleichen kann, ist es nicht schlecht. Ansonsten dreht man sowas lieber sicherheitshalber nach. Oder besseres Beispiel, man sollte am besten Sachen machen, die nicht nach der Kameraeinstrahlung ist, dass du den Schatten voll drauf wirfst, wodurch du das Produkt zum Beispiel verdunkeln kannst. Weder den Filmdreh sind Erzählungen nötig, wären eine am besten geeignete Erzählung entsprechend der Geschichte. Okay.
Versuche alle Anforderungen des Regisseurs zu erfüllen. Wenn alle Kamerapositionen zur Erzählung für alle Szenen festgelegt sind, kann mit dem Film beginnen und dann das Ereignis überprüfen. Okay, Anforderungen. Du brauchst ein Szenario, die Ballon-D-Werkzeug zeigt. Okay. Dass eine dass die Werkstatt die B-Mode-Werkstatt am Hofe von Fontaine ist eine Werkstatt, die mittels Maschine Waffen geschmiedet werden. Okay. Anforderung an die Erzählung. Dies ist der von Regisseurin Furina festgelegten Inhalte der Erzählung. Müssen ausgewählt werden. Okay. Ja, und dann gibt es noch weitere Szenarios, wie ich sehe, die man hier machen kann. Das gehört also alles auch zum Minispiel. Drehbuch ansehen. Okay. Ah ja, stimmt, dann sollte ich noch ein Bild nehmen. Ich glaube, das hier wäre sogar am passendsten. Die Kameraperspektive, die möglich eine größtmögliche Sicht auf die Umgebung. Wobei es allerdings schwierig ist, die Details zu erkennen. Okay. Eine mittelmäßige Distanzkamerapositionierung, die hauptsächlich die Figur und die umliegenden Objekte anfängt, wobei sowohl der Bildausschnitt als auch der Drehdrang eher durchschnittlich sind. Okay. Diese Kameraposition liegt zwischen toll und totale und Großaufnahme und ermöglicht eine mittlere Form mit guten Details. Dann wäre, glaube ich, das hier sogar besser. Dann würde ich sogar sagen, das, weil dann ist die Maschine so weit auch in der Mitte. Weil, oder man würde das nehmen. Würde zwar nach den Anforderungen her passen, aber ich finde das andere, da hat man sowohl die Person als auch das Ganze hier am besten zu sehen. Aufnahme 2 Anordnung. Du brauchst eine Szene, die die Schmiedemaschine bei der Arbeit zeigt. So eine Maschine ist absolut und arbeitet zeitlimitierte Arbeit wie das Schmieden geeignet, denn sie erlaubt eine bessere Kontrolle über Kraft und Temperatur. Ja, okay, das ist eindeutig, dass man das hier nimmt, weil das draußen hat nichts zu tun und wie sie Kaffee trinkt eigentlich auch nicht. Moment, es klingelt? Echt jetzt? Kurze Pause. Entschuldigung, ich bin gleich wieder da.
So, jetzt, Entschuldigung, meine Lieben, aber anscheinend gibt es momentan irgendwas mit Amazon-Hacking-Probleme und ein Paket, wo niemand im Haus weiß, worum es geht. So, da war ich und das sollte die Schmiedemaschine ja dann zeigen. Wenn ich es richtig habe. Ja. Die Einstellung lief ein klares Bild von der Dynamik der Figur, obwohl sie die Effekte in Grenzen hält. Wenn es darum geht, die Beziehung zwischen der Figur und der Umgebung darzustellen. Ja. Die Eigenschaften liegen klares Bild von der Dynamik der Figur, obwohl sich der Effekt in Grenzen hält. Wenn es darum geht, die Beschreibung zwischen der Figur und der Umgebung darzustellen. Ja, aber das ist dennoch das. Und hier eine Kombination liegt zwischen total... Okay, Moment, das hört sich wie der gleiche Text dauerhaft an. So, da will ich erstmal die Geschichte. Ihr kann sie die Inhaberin der Baumund-Werkstatt, Fräulein Estella, ihre Arbeitszeit bequem erstellen. Okay, da merke ich mir schon mal das und das wäre dann das hier. Weiter. Aufnahme 4. Die Anordnung an der Kameraposition. Du brauchst eine Szene, die viele Kisten voller Waffen zeigen, die Vermont-Werkstatt hergestellt wurde. Okay, das ist sogar schon das erste Bild. Oder das andere theoretisch auch. Ein leckerer Kuchen. Mittelmäßige Distanzkameraposition, die hauptsächlich und umliegenden Objekte einfängt, wobei sowohl der Bildausschnitt als auch die Designgrad eher durchschnittlich sind. Wahrscheinlich wäre das viel besser, auch wenn man nur nicht ganz so viel sieht. Die Kameraperspektive mit weiteren Blickwinkeln ermöglicht eine größtmögliche Sicht auf die Umgebung, wobei es allerdings schwierig ist, die einzelnen Details zu erkennen und das andere ist einfach nur ein Stück Kuchen. Ja. Geschichte. Aber seine Versicht, die Qualität und der Waffen der Vermont ist ausgezeichnet und ihre Schärfe ist exquisit. Ich denke mir, das wäre das passendere Bild. Okay, und jetzt hier Anordnung. Du brauchst ein Szenario, die Vermont-Werkstatt zeigt. Erzählung? Wenn du also eine Waffe suchst, dann nichts wie in Supermon. Okay. An sich könnte man... Ja, eigentlich das Logo, würde ich sagen. Und Film drehen. Also, Waffen, so ist eine absolute Arbeit und der Schmiede erlaubt bessere Gestaltung. Mhm. Die Schärfe exquisit. Okay. Nice. Oh, it appears that you have more skill than I thought. Danke, Verena. All the shots had a great composition, and I could really feel a connection to the characters and their lines. Also, wie lautet dein Urteil? Yeah! Does that mean you agree to be our director, Farina? Mhm. Did you think I would agree
like that. After our performance of the Little Oceanid, I've begun to make a name for myself again, you know. Mhm. In fact, I've already had several troops approach me for the Fontanalia Film Festival. Unfortunately, the scripts were all pretty boring and didn't pique my interest. Okay. If others were to find out I agreed to work with you so easily, then, well... Mhm. Hey, but didn't we have a deal? What else do we need to do to convince you, Farina? Gute Frage. Well, what about the pay? Ja, super. Huh? Ja, dachte ich mir schon. Bezahlung, hä? You know how much you're willing to pay me to be the director? The pay is also an important factor for me to consider, you know. Hm. Well, I can offer you this much. So viel anbieten. What? That's all? If Nervy Lad were to hear of this, he could charge you with underpaying your labor. I'm sorry, but our crew is in a tight financial spot at the moment. Hm. I see. Well, even though it's highly unlikely now that I'll join your crew, there's still something I'd like to ask. Exactly what film are you planning to make? Das ist eine berechtigte Frage. Oh, our script is an adaptation of The Two Musketeers. Huh? Wait, you mean the suspense thriller novel that was a #1 bestseller? Ja. Oh, so Farina's read it too. Und ich kenne nur die 3 Musketiere, aber ja. Of course I read it. I've always had a keen interest in artistic works that strike a chord with the populace. Mhm. I see. It all makes sense now. You must have used most of the budget to pay for the copyright. Mhm. Not really. The novel's author transferred the copyright to me practically for free once he heard that I wanted to make a film adaptation of the story. The lack of budget is due to another issue. Mhm. He probably just wants to get his name out there. So, Mora isn't the most important thing to him right now. Mhm. It reminds me of a delivery courier who wears one of my designs while traveling all across Teyvat. I didn't charge her much for the outfit either. The exposure she provides for my brand is well worth it. Mhm. Mhm. So, are you a big fan of this story, Farina? Hm. Glaub schon. Well, it's alright. The pacing of the story is good, but the character relationships could use some work. When I was reading it before, I always felt like some things were left on a rather unsatisfactory note. I have high standards, you know. Mhm. Ahem, Mr. Xavier, if, hypothetically speaking, I agree to be the director, how much freedom would I have in terms of script revisions and creative interpretation? Gute Frage. As much freedom as you would need. I wouldn't dare doubt the tastes of Fontaine's greatest star. Mhm. Good. Then I'm free to alter the script as I see fit. Okay. Absolutely no problem.
Hier ist deine Gelegenheit, einen Film zu drehen, wie er dir gefällt. All right. It seems that your crew really can't go on without my care and direction. Ja. So, you agree? Yes, I agree. Although the pay is well below what someone of my caliber deserves. A great script calls for a great director. Ich liebe die funkelnden Augen bei ihr. I mustn't let a perfectly good story be ruined due to lack of funds. If you have fine cheese and bread, you wouldn't just let it sit on the counter and get moldy just because you lack an oven, right? Danke, Verena. Oh, Hydro Archon above! I'm not dreaming, am I? Somebody pinch me. There's no more Hydro Archon, you know. And it's still a little early to celebrate. Ja. There's a lot that goes into shooting a film. Although the trickiest tasks of finalizing the script and casting the actors have already been taken care of, we'll still need to reserve filming locations. Not to say set up lighting and props. Mhm. And by the way, since we'll be filming The Two Musketeers, we'll need to find an action choreographer. Ideally, a professional who has actual experience with muskets. Mhm. Yes, I've thought about this as well. I was hoping that you might know someone who could handle the job. Eigentlich kann ich theoretisch... Eigentlich könnte man uns fragen, aber wir sind ja für die Kamera zuständig. Me? If this was before, I could have simply asked Florand. But it's already been some time since I last talked Hey to Joel, her. willkommen im Stream. Genießt den Stream und habt viel Spaß. Und ich sehe schon, wir werden eine Ewigkeit brauchen für die Story. Oh. Ja, hätte schon viel früher anfangen müssen. Ich verschütze selber. Navia can also use firearms, but unfortunately, her style is quite different from that of the characters in the story. Mhm. Could we ask the Special Security and Surveillance Patrol? Gute Frage. Oh, you mean the Special Patrol's Musketeers? Mhm. Yes, that's right. They work with muskets every day. I can't think of anyone more qualified than them. Okay. They would be under Nervilette's jurisdiction. Unfortunately, I, don't have any connection with them at all. So, in the end, we still have to start by talking to Nervilette. Mhm. No need to go to all that trouble. I know their Captain Chevres. Okay, Varius. Mhm. Oh, you do? Wait, Chiori, how do you know the captain of the Special Patrol's Musketeers? No particular reason. Running a business means dealing with some trouble from time to time, and she's helped me out on a few occasions. Mhm. In return, I've helped her handle a few situations in which the Special Patrol couldn't get involved directly. So, we've gotten to know each other over time. So you're saying there's been times when the Special Patrol needed a fashion designer to handle a situation? Your work is becoming more and more mysterious. Ja, mir geht's soweit gut. Ich war nur genervt, bis lange zu schlafen. Dann habe ich doch gemeint, den Anime noch durchzuziehen, wo ich gespannt bin, wie es bei dem Anime an sich weitergeht. Und habe noch ein bisschen mehr zu tun als nur Genshin. Ich hoffe, dass ich großteils heute erledigen kann.
dass ich morgen Abend zumindest ein bisschen lockeres Spiel habe. Und vor allem noch eine Sache mit dem PlayStation Store auch noch zu tun habe. Aber ansonsten soweit gut. Danke der Nachfrage. Hm? It'd be best to keep it that way. Anyway, enough about that. What do you all think about asking the captain to be our musket action choreographer? Warum nicht? She sounds professional enough. She is a captain after all. I have no objections. Mhm. But I imagine the Special Security and Surveillance Patrol must be busy with their duties. Do you think she'd really have time to help with shooting a film? And then there's the issue of pay. Mhm. Well, it just so happens that she's also not the kind of person that's just after Mora. As for whether she has time, I'll have to go and ask her first. Mhm. Then I'll leave that to you. Macaroni's on sale today, so I've got to go. You can just tell me how things went when we discuss tomorrow's plan later. Okay. No problem. Mhm. Having Farina join feels like a big boost to our team. Ja. Of course. Just wait until the day of our premiere. You'll witness the true power of my name in these lands. You'll be so glad I agreed to help. I can guarantee that even the standing tickets will be sold out. Bestimmt. I'll be sure to ask some people I know to see if they'd be willing to act as extras. Mhm. Seems like you're finally getting more comfortable with your own reputation now. Mhm. I didn't ask for the Clapperloaders commentary, Paimon. Ich bin schon gespannt auf die Premiere unseres Films. Then let's get going. I happen to know where Chevreuse is today. Mhm. By the way, I'm curious. If my pay is so low, then what about our two lead actors? Didn't they travel here all the way from Inazuma? Mhm. Actually, they told us that they see the trip as part of a cultural exchange, so they didn't ask for any pay. Ja. What? So is every person in Teyvat who doesn't want money gathered here to shoot this film? Don't tell me Chiori isn't being paid either. Werbung. I already knew Xavier from before, and he's also agreed to give my brand some good exposure. Ja, das reicht schon für eine Modedesignerin. It seems the gods have really smiled upon you, Xavier. And that certainly doesn't include me, mind you. Mhm. Okay, ab zur der Truppenführerin. Okay, man kann mit Katzen reden. Kann man sich hier irgendwie die Bücher holen? Das ist Frage. Fabel von Fontaine 3. Okay. Die Musketiere Band 1. Nice. Und Farina. Besides the macaroni, I should also pick up some tomato sauce. Mhm. Dann macht es. Und mich freut es, dass es dir gut geht, Yui. Bisschen abkürzen. Schließlich haben wir heute Abend nicht allzu viel Zeit. Vor allem eigentlich sollte ich noch einmal kochen. Mal gucken, wie viel wir hinkriegen.
this is the place. Mhm. But where's the captain? There's hardly anyone around here. So sieht das eigentlich gerade nicht aus, aber okay. She's over there. The one with an eye patch reading in front of the newsstand. An der Zeitungsstelle liest, okay. Oh, her! Paimon could tell there was something different about her. She seems kinda intimidating. Mhm. Please wait here for a moment. I'll go fetch her. She's working now, so you might not want to get in her way. Mhm. Working? But isn't she just standing there and reading a novel? Ah, daher kommt es. Just trust me. Interessant. Oh, alright, let's see what happens then. Ja. Shiori sure is a mysterious person. She claims just to be a fashion designer, but she knows all these powerful people. Ja. The court of Fontaine isn't particularly tolerant of visitors from overseas, so it isn't easy for a foreigner to promote their brand here. Even more so in the competitive world of fashion. Ja, das kann ich mir vorstellen. Even a local like me just trying to make a film has to face all kinds of challenges. So I can only imagine what Shiori has been through to get where she is today. I'm sure that having more connections has definitely worked in her favor. Mhm. Reading on the job? Lesen wir der Arbeit. Detective novel. Interessant. One main character? Mhm. No. Multiple. Branching storylines. Nice. I see. How's the plot coming along? One of the main characters is about to make a choice that will affect the rest of his life. I'd wager he's going to make the wrong choice. Mal sehen. Any way to speed things up? There's something I need your help with. Mhm. You know that doesn't depend on me. It all comes down to what the character chooses. Mhm. Which is exactly why I'm here to help. Mhm. Hm. All right. It appears he made the wrong choice in the end. Mhm. Halt! Ah, das meint sie. Nice. Huh? What's going on? Hand over whatever you're holding. Mhm. Oh, it's just a book. I didn't buy anything else. Then I'm sure you wouldn't mind letting me have a look. Mhm. Excuse me, officer. I don't mind you standing around here, not purchasing anything, but I'd prefer if you didn't disturb my customers. It's bad for business, you know? Mhm. Don't give me that act. You won't be able to get off so easily either. Ich mag ihr Aussehen auf jeden Fall. Und wenn sie ein lieberer Charakter sein sollte, das wäre nice. I am Chevras, captain of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol. I will say this one last time. Hand over whatever you're holding at once. Mhm. And before you do anything unwise, let me remind you that I'll have you on the ground before you can even think about making a run for it. Mhm. All right. I'll give it to you. Mhm. But please let me say something first. If there's any contraband in that book, then the shopkeeper here is the one who slipped it in. I don't have anything to do with this. Mhm. Why, you trying to leave me on the hook, huh? You were the one who said you wanted it.
Save it for the interrogation room. Mhm. Take them away, Letelier. Nice. What's going on here? One second you're reading a book and the next you're escorting people away. Mhm. And who are... Oh! Aren't you the traveler who's been all over the papers recently? Chiori, I'm assuming what you wanted to ask me about has to do with them, right? Hmm? Maybe I can let you in on what's happening then. Ja. Now that Vache has been brought to justice, no new shipments of synth will be made and distributed to sellers. The Fontaine guards have been busy collecting the remaining synth still circulating on the market. Mhm. Thanks to a tip from our reliable source here, this should be the very last batch. Nice. Oh, so you were pretending to read a book in order to catch the bad guys. Mhm. Oh, Paimon almost forgot to introduce ourselves. Paimon is Paimon, and this is the Traveler and Xavier. Mhm. Freut mich. Hey, I'm Chevraz. You probably already heard me introduce myself, so I won't bother repeating it. Warum hast du sie nicht einfach sofort verhaftet? Yeah, why didn't you make a move as soon as you had the chance? Were you worried that my intel wasn't accurate? Okay. No, I wanted to see if the shopkeeper would turn himself in first. Mhm. All he had to do was come up to me and say that he didn't know where the synth had come from. If he did that, then I wouldn't have had to press charges on him. Mhm. He had the whole day to turn the synth over to Chevraz. But instead, the moment I came up and blocked Chevraz's line of sight, he took the opportunity to sell it off. Mhm. Yep, he made the wrong choice, even though the right choice was right there in front of him. Mhm. But you knew they wouldn't make the right choice. Wie es aussieht. Ich kann bei Genshin nicht mitreden. Ich lasse das nebenbei laufen und zocke nebenbei etwas. Wie du willst, Yui. Yeah, I knew. I was just hoping I'd be wrong for once. Mhm. Ja. Enough about that, though. What did you want to ask me about? So, dann erläutern. Oh, you see, it's like this. Mhm. The Two Musketeers. You certainly have a good eye for a story. Ja, an sich. Ja. So what do you need me to do? Just be the action choreographer for the actors? Mhm. Yes, that's right. I want to make sure we get all the details right. I want the actor's posture and understanding of firearms to be as realistic as possible. Mhm. However, I'm afraid this work will require a bit of your time, since you'll have to be present whenever we're filming. Also, as for the pay... Ja. No need to say any more. I'll join. Nice. Huh? Just like that. Mhm. Really? You're willing to help us with our humble film project? Mhm. Sure, it's no big deal. As I said, we've wrapped up our investigation here, so I don't have any other tasks on my plate for the moment. Ah, nice. Besides, I personally really like this novel. I even have the collector's edition at home. Stories where justice prevails over evil never get old for me. Then we've got a deal? Mhm. Yes, I'll see you on set tomorrow. Nice.
Oh my! I can hardly believe it! I should tell Lady Farina immediately. Oh, and I must tell the prop manager and lighting technician to get everything ready. We start filming tomorrow! Mhm. Calm down, Xavier. The film is going to take more than just a day to finish. Ja, das stimmt. Filme brauchen Wochen, Monate, Jahre, je nachdem, worum es geht. Still, I should also head back now and start preparing the actors' costumes and makeup. Mach das. Guess that's it for today then. Mhm. Traveler, Paimon, please stay for a moment. I have something to tell you. Okay. Then I'll take Xavier back. Poor thing. He's so excited that he can't even walk straight anymore. I don't want to spend our first day fishing our producer out of the fountain. Ich glaube, Xavier wird sich schon beherrschen können. He'd better. Mhm. Okay, sprich mit ihr. Und da bist du schon. So what did you want to tell us, Chevres? Mhm. Have you read The Two Musketeers? Ich hab's noch nicht gelesen. Ich meine, ich kenne nur die 3, nicht die 2, halt wie gesagt. Ich hab's noch nicht gelesen. The story is about a pair of children born into the household of a baron and their struggle to survive together and take revenge for their mother. Mhm. They were raised at the baron's estate, where their mother worked as a maid. The two were illegitimate children that the baron had with the maid, so they were never treated well by anyone. Mhm. One day, upon returning home, they found their mother had been murdered and left dead on the floor. It was quite evident that the culprits were the other members of the baron's household, who never had any kind words to say to them. However, the baron was able to exert his influence and keep the whole thing under wraps. The mother's death was eventually deemed as a suicide, and there was no chance of bringing her murderers to justice. The two siblings decided to flee and someday avenge their mother. Okay. Many years later, members of the baron's family suddenly started turning up dead one after the other, all killed by gunshot. A rainbow rose was found on each of the victims' bodies, being the flower that the kid's mother liked best. Mhm. The baron believed that the mother's soul had come to take vengeance on him, so he lived in fear each day. Hört sich sehr spannend an, auf jeden Fall. But it was actually those two siblings who had fled all those years ago. They relied on each other to survive and trained day and night, eventually becoming adept musketeers. Mhm. They used all of their abilities to collect evidence and clues before executing their plan and exacting revenge on the Baron. Their actions let the truth behind their mother's death be known to all. Mhm. That's quite an exhilarating story. Ja. Yep, the Baron got what he deserved for his evil deeds, and justice was able to prevail. It was just the kind of story I enjoy. Glaube ich. Oh, so is that why you were so willing to join our crew, Chevres? Ja. You could say it was one of the reasons. Okay. Oh, you mean there were other reasons too? Okay. I've read the reports about you. Whether it was at the trials or when you lent your hand to resolve our nation's crisis. Mhm. You've shown that you've got a strong sense of justice, as well as a great mind for deductions.
Gibt's einen Fall, wo du unsere Hilfe benötigst? Yes, you're as sharp as I expected. It seems you've experienced many similar situations before. Okay. There's been a recent murder case involving muskets. The perpetrator's methods appear to be very similar to what is described in the novel. Okay. Huh? Really? But Pirate didn't see anything about that in today's papers. Hm. The Marechaussee Phantom hasn't yet released any information to the public because the investigation is currently at a standstill. The murderer is extremely cautious. Mhm. A murder involving firearms? But not that many people use those in Fontaine, right? Könnte es jemand aus der Truppe sein? Impossible. We perform a routine inspection of our firearms and ammo reserves every day. If one of the weapons had been fired, it would stick out like a sore thumb. Besides, I trust the members of my platoon. Mhm. However... Well, that's all I can disclose about the case today. Verstehe. Huh? What do you mean? Mhm. I hope you all can go back and get some shut-eye. You can decide tomorrow whether or not you'd like to join the investigation with me. Mhm. I'm aware this might not be the ideal time to add more to your plate, but the more capable people we have, the better the chances that justice will prevail. Mhm. Ich kann dir nicht jemanden von der Sonderpatrouille bei der Ermittlung helfen? Carrying out investigations isn't actually supposed to be our responsibility. Our job is to apprehend the perpetrators. Finding them is really up to the Marechaussee Phantom. You could say I'm taking part in the investigation out of personal interest. Okay. I don't want people to see muskets in a negative way, and also, I'm concerned about the similarity between the crimes and the story. Ja. You mean they might be connected somehow? Mhm. I suspect so. Okay. Just to make myself clear, this is not an order, nor is it a deal of any kind. It's a request, nothing more. Mhm. If you two have any interest in the case after we finish filming tomorrow and are willing to assist me, then I would be most grateful. Verstehe. What do you think, Traveler? Es war ein langer Tag. Yeah, you're right. Pirate's getting a little tired too. We've really been hustling all day. You'd better head back and get some rest. It's good to keep a calm mind, especially when you're about to make an important decision. Mhm. Otherwise, when the moment comes, you might end up like that shopkeeper and not even realize that the right choice is right there in front of you. Mhm. Okay, und damit haben wir nackt abgeschlossen. Okay, und dann geht's beim nächsten Mal so sehen. Ja, einfach wieder dementsprechend weiter. Mit dem nächsten Akt. Fiktion und Realität innerhalb und außerhalb der Rahmen. Das Ding wird... Geht das wirklich nur 2 Stunden, Undertaker? Ich habe jetzt schon 2 Stunden und das ist der erste Akt. Erklärung, Undertaker, bitte. Oder hast du es mit irgendwas anderem verwechselt? Könnte ja gut sein oder so. Okay. Okay, das hat schon neu gestartet.
Ja, stimmt. Und hier gibt es auch noch einiges wieder einzusammeln. Das darf ich auch auf keinen Fall vergessen. Sollen wir vielleicht noch ein Minispiel wagen? Und andererseits fühlt es sich gerade so an, als hätte ich nicht ganz die Konzentration gerade richtig. Auch wenn ich sie gerne richtig hätte. Wenn es euch nichts ausmachen würde, hätte ich sonst folgenden Vorschlag kurz. Und zwar, ich würde eine kleine Pause einlegen, mir schnell mein Essen zaubern und dann noch die eine Sache, die mit dem PlayStation Store zu tun hat, kurz erledigen. Und danach geht es so gesehen mit der Hauptstory hier dann beim nächsten Mal in dem nächsten Akt Fiktional und Realität innerhalb und außerhalb des Rahmens dann weiter. So wäre gerade mein Gedanke zu der Geschichte, dass ihr so gesehen hier eine kleine Zwischenpause kriegt. Und dann geht's direkt weiter. Dann kann ich auch Undertaker halt noch eine andere Sache nachfragen, wenn er nichts dagegen hat. So wäre zumindest mein Gedanke gerade gewesen. Ich hoffe, ihr wärt damit einverstanden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Story-Akt. Und da würde ich sagen, nach dem ersten Story-Akt versuchen wir mal, oder nach dem zweiten, je nachdem, wann es am geschicktesten ist, dann auch die Minispiele passend dann auch mitzunehmen, würde ich einfach sagen. Aber wie gesagt, die Idee, die ist so cool auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, dann machen wir es so auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn euch das dann soweit gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst gerne eine Unterstützung da. Und wir sehen uns dann nachher wieder, wenn es Richtung die zweiten Story-Akt dann geht. Ich denke mir, das wäre vielleicht das wir am besten so machen könnten. Ja, ich denke, so wäre es am besten auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, danke an jeden, der hier bisher zugeschaut hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann hier dann nachher dann direkt hier weiter, würde ich sagen. Also, bis nachher. Und danke für das Verständnis, dass ich kurz was zwischen die Kiemen brauche. Vielen, vielen Dank.